Sandsturm auf dem Camping Mar Azul in Palermo, Andalusien, Spanien. Herzlich willkommen zu dieser kurzen Reportage. Wir haben den 15. März und der starke Wind treibt hier Sahara-Sand über den Platz. Wir haben sowas schon häufiger erlebt, aber so stark wie in diesem Jahr kennen wir das eigentlich nicht. Dieser feine Sand, der pfeift durch jede Ritze. Man muss alles schließen im Mobil, damit also dieser Sand nicht ins Mobil kommt, und trotzdem durch irgendwelche Ritzen kommt doch immer etwas durch und man findet den Sand dann auch im Mobil wieder. Ich habe dann draußen einige Fotos gemacht und man könnte denken, ich habe sie bearbeitet. Das ist nicht so. Wir hatten ein sehr eigenartiges Licht. Es war so fast ockerfarben. Die Luftqualität war auch sehr schlecht, war auch im Internet zu lesen, und man sollte nach Möglichkeit im Raum bleiben oder drin bleiben, wie also im Wohnmobil. Oder wenn man unbedingt raus muss, dann sollte man eine Maske tragen. Im Laufe des Tages nahm der Wind noch zu und der Sand wurde weggeblasen. So sah das Ganze nicht mehr ganz so schlimm aus. In der Nacht fing es dann an zu regnen und so hatten wir die Hoffnung, dass der Regen jetzt den Rest des Sandes, der noch am Mobil lag oder auf dem Mobil lag, abwäscht. Das war leider ein Trugschluss. Im Gegenteil, unser Mobil, zumindest von dieser Seite, sah sehr schlimm aus. Und das war nicht nur bei uns so, sondern bei den Nachbarn auch. In dem Regen war noch wieder Sand gewesen und der hatte sich jetzt hier aufs Mobil gelegt und ja, entsprechend sah es aus. Nicht nur das Fahrzeug war voll verdreckt, sondern alles, was draußen stand, sah schlimm aus. Unser Mobil hat ja eine Keramikversiegelung, aber das nutzt in so einem Fall auch wenig. Der Dreck bleibt trotzdem hängen und muss richtig abgewaschen werden. Bis Mitternacht hatten wir etwa eine Außentemperatur von 23 Grad. Jetzt am Morgen wurde es etwas kühler. Obwohl es immer wieder Regenschauer gab, das hat wenig gebracht. Der Dreck bleibt einfach drauf. So nützt es nichts, so mussten wir alle ran mit Schlauch und Bürste, um das Mobil dann zu reinigen. So sah es bei uns auf dem Dach von unserem Mobil aus. Man sieht schon, wie viel Sand da noch geblieben ist, trotz des Regens. Auch bei den Nachbarn sah es nicht besser aus. Wenn man dann anfängt zu reinigen, fängt man natürlich vom Dach aus an. Einige sind mutig und steigen aufs Dach und ja, ist nicht ganz ungefährlich die Sache. Aber gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Einige sind schon früh morgens angefangen zum Saubermachen und da sieht man wie hier, da ist schon alles wieder picobello blank. Ich habe dann auch mein Equipment zum Waschen ausgepackt und bin angefangen, das Fahrzeug abzuspritzen mit Wasser. Und ja, der grobe Dreck geht runter, aber man muss natürlich mit der Bürste nachwaschen, sonst wird es überhaupt nichts. Auf der windabgewandten Seite des Wohnmobils, da ging der Dreck fast so ab, da war das kein Problem. Auf der anderen Seite sah es erheblich anders aus und schwieriger. Dort musste man richtig ran mit Bürste und ja, vielleicht auch etwas Mittel reinmachen, damit der Dreck einfach abgeht. Ich denke, es ist besser, wenn man sowas gleich macht, solange der Schmutz noch feucht ist. Wenn er erst richtig festgetrocknet ist, dann wird es, glaube ich, noch schwieriger, das abzukriegen. Auf meiner Wetter-App wurde sogar noch am nächsten Tag angezeigt, dass die Luftqualität immer noch nicht gut ist. Und somit sollte man mit Aktivitäten draußen etwas vorsichtig sein. Die Sonne kam, das Mobil war sauber, dann sieht die Welt ja schon wieder etwas besser aus. Jetzt muss ich nur noch unseren Jimny reinigen. Der sah auch sehr schmutzig aus. Man sieht, ich habe nicht alles gleich erwischt und wenn die Sonne dann scheint, dann sieht man die Flecken natürlich sofort.
Und dann gab es noch ein Problem mit unserem Kühlschrank, der funktionierte nicht mehr auf Gas. Aber auch im Laufe der Jahre habe ich Erfahrung gesammelt, was die Reparaturen beim Kühlschrank betrifft. Und so konnte ich das Ganze selber regeln. Jetzt, der Kühlschrank funktionierte nicht mehr auf Gas. Ganz einfach, weil wir gestern so einen Sandsturm gehabt haben. Und der Sand ist in dieses Belüftungsfach hier vom Kühlschrank gegangen und hat den Brenner vom Kühlschrank dicht gesetzt. Und deshalb mussten wir den jetzt reinigen. Und ja, und jetzt muss das Ganze wieder funktionieren. Düse rausgenommen, alles wieder zusammengebaut und jetzt funktioniert es auch wieder. Und der Fachmann hat das natürlich alles selber gemacht. Also. Ja, und der Caravan Service ist auch hier, hat sich das angeguckt und wollte noch mal ein paar Ideen klauen. Ja. Ein bisschen Erfahrung. Also, ist immer gut. Echt cool. Schöne Arbeitshöhe. Ja, genau. Das war mein kurzer Bericht hier zu dem Sandsturm hier auf dem Campingplatz Azuel in Palermo. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.